Guten Tag an alle, ich bin Peter. Willkommen zurück bei Wow Spoken German. Adele, ich muss dir heute etwas wirklich Wichtiges gestehen. Ich habe in letzter Zeit massive Probleme mit meiner Geduld. Es ist, als würde ich bei jeder kleinen Verzögerung explodieren. Hallo zusammen, ich bin Adele und es ist schön, wieder hier zu sein. Oh Peter, das klingt ernst. Was genau ist passiert? Erzähl uns alles von Anfang an. Weißt du, gestern stand ich im Supermarkt an der Kasse. Die Schlange war endlos lang. Ich zählte 12 Personen vor mir. 12! Ich wartete und die Zeit schien stillzustehen. Vor mir war eine ältere Dame, die sehr sorgfältig ihr Kleingeld zählte. Jede einzelne Münze nahm sie in die Hand, schaute sie an und legte sie dann langsam auf den Tresen. Ah, ich verstehe total, wie du dich gefühlt hast. Das kann wirklich frustrierend sein, besonders wenn man es eilig hat. Aber sag mal, liebe Zuhörer, kennt ihr das auch? In welchen Situationen werdet ihr besonders ungeduldig? Schreibt uns in die Kommentare. Wir sind sehr neugierig. Genau, und das war erst der Anfang meines chaotischen Tages, Adele. Am Nachmittag wartete ich an der Bushaltestelle auf den Bus. Normalerweise kommt er pünktlich um 14:30 Uhr. Aber er kam und kam nicht. Ich schaute auf die Anzeigetafel. 5 Minuten Verspätung, dann 10 Minuten, dann 15 Minuten. Ich schaute immer wieder auf meine Armbanduhr. Tick-tock, tick-tock. Die Zeit verging so langsam. Oh je, Peter, das ist wirklich ärgerlich. 15 Minuten können sich wie eine Ewigkeit anfühlen, besonders wenn man nervös ist. Aber warum warst du denn so gestresst? Hattest du einen wichtigen Termin? Ja, genau. Ich hatte einen Termin beim Arzt um 15 Uhr. Dieser Termin war mir sehr wichtig, weil ich schon seit 3 Wochen darauf wartete. Ich dachte die ganze Zeit, ich komme zu spät. Ich komme definitiv zu spät. Mein Herz klopfte immer schneller und schneller. Ich fühlte mich so hilflos. Ich ging nervös an der Bushaltestelle hin und her, wie ein Tier im Käfig. Das muss wirklich stressig gewesen sein, Peter. Ich kann mir vorstellen, wie du dich gefühlt hast. Die Kombination aus Warten und der Angst, zu spät zu kommen, ist besonders schwierig. Aber sag mal, hast du es am Ende rechtzeitig geschafft? Ja, aber wirklich nur ganz knapp. Der Bus kam endlich und ich rannte praktisch zur Arztpraxis. Als ich endlich dort ankam, war ich völlig außer Atem und rate mal, was dann passierte. Ich musste wieder warten. Im Wartezimmer saßen so viele Menschen. Alle Stühle waren besetzt. Ich musste stehen. Und ich wartete eine ganze Stunde lang, 60 Minuten. Eine ganze Stunde im Stehen? Das ist wirklich sehr lang und unangenehm. Was hast du denn gemacht, um diese lange Zeit irgendwie zu überstehen? Ich versuchte ein altes Magazin zu lesen, das auf dem Tisch lag, aber ehrlich gesagt, ich konnte mich überhaupt nicht konzentrieren. Die Worte verschwammen vor meinen Augen. Ich las denselben Satz 5-mal, ohne zu verstehen, was da stand. Ich schaute alle 2 Minuten zur Tür des Arztes. Wann bin ich endlich dran? Wann komme ich an die Reihe? Diese Fragen kreisten ständig in meinem Kopf. Das kenne ich so gut, Peter. Diese innere Unruhe ist wirklich anstrengend. Liebe Zuhörer, was macht ihr, wenn ihr lange irgendwo warten müsst? Lest ihr ein Buch? Hört ihr Musik oder Podcasts? Meditiert ihr vielleicht? Teilt eure besten Tipps und Tricks mit uns in den Kommentaren. Wir können alle voneinander lernen. Adele, am Abend war ich völlig erschöpft und ausgelaugt. Ich kam endlich nach Hause und wollte einfach nur noch auf dem Sofa liegen und entspannen. Ich dachte mir, jetzt schaue ich eine schöne Serie und vergesse diesen stressigen Tag. Aber dann passierte etwas, das mich fast wahnsinnig machte. Oh nein, was ist denn noch passiert? Ich bin total neugierig. Erzähl weiter. Mein Internet, es war unglaublich langsam wie eine Schnecke. Ich wollte meine Lieblingsserie auf der Streaming-Plattform schauen, aber das Video lud und lud und lud. Es bewegte sich einfach nicht. Ich sah nur diesen nervigen Ladekreis auf dem Bildschirm. Dieser Kreis drehte sich, aber nichts passierte. Das Video startete einfach nicht. Oh nein, Peter. Das ist wirklich der Gipfel nach einem so anstrengenden und stressigen Tag. Ich kann total verstehen, dass du da die Nerven verloren hast. Ich wurde so unfassbar ungeduldig. Ich drückte auf den Aktualisieren-Button wieder und wieder und wieder. Ich startete meinen Router neu. Ich überprüfte alle Kabel. Ich probierte verschiedene Geräte aus. Nichts, aber auch gar nichts half. Das Internet blieb langsam.
In diesem Moment merkte ich plötzlich etwas sehr Wichtiges. Ich verliere komplett die Kontrolle über meine Emotionen und mein Verhalten. Ich war am Ende meiner Kräfte. Das ist tatsächlich ein sehr wichtiger Moment, Peter. Du hast es erkannt und bemerkt. Das ist wirklich der allererste Schritt zur positiven Veränderung. Viele Menschen merken gar nicht, wann sie ungeduldig werden. Ja, du hast absolut recht, Adele. Ich setzte mich bewusst hin, schloss meine Augen und atmete ganz tief durch. Ein, aus, ein, aus. Langsam, ganz langsam beruhigte sich mein rasender Puls. Ich spürte, wie die Anspannung aus meinem Körper wich. Meine Schultern entspannten sich, meine geballten Fäuste öffneten sich. Das ist eine wirklich gute und effektive Technik. Tiefes, bewusstes Atmen hilft unglaublich gut gegen Stress und Ungeduld. Was hast du danach noch gemacht? Ich begann nachzudenken, warum bin ich eigentlich so extrem ungeduldig geworden? Wann hat das angefangen? Ich analysierte mein Verhalten der letzten Wochen und Monate. Mir wurde klar, ich will heutzutage alles sofort haben. Sofortiges Essen durch Lieferdienste, sofortiger Transport durch Taxis und Apps, sofortiges Internet, sofortige Antworten auf Nachrichten. Wir leben in einer Sofortgesellschaft. Das ist eine sehr interessante und tiefe Beobachtung, Peter. Unsere moderne, schnelllebige Welt macht uns tatsächlich ungeduldig, nicht wahr? Wir sind es einfach gewohnt, dass alles blitzschnell geht. Niemand will mehr warten. Genau so ist es. Ich dachte dann an frühere Zeiten. Früher schrieben Menschen handgeschriebene Briefe und warteten geduldig mehrere Wochen oder sogar Monate auf eine Antwort. Das war völlig normal. Heute werden wir schon nervös und unruhig, wenn eine WhatsApp-Nachricht nicht innerhalb von 5 Minuten beantwortet wird. Ist das nicht verrückt? Du hast so recht, Peter. Das ist wirklich ein enormer Unterschied zu früher. Zuhörer, wie geht ihr persönlich mit dem ständigen Druck unserer schnellen digitalen Welt um? Fühlt ihr euch auch manchmal ungeduldig und gestresst? Oder habt ihr gute Strategien entwickelt? Schreibt es uns. Heute Morgen, Adele, versuchte ich bewusst etwas komplett Neues. Ich stand wieder im Supermarkt in der langen Schlange an der Kasse. Aber diesmal entschied ich mich, etwas grundlegend anders zu machen. Ich wollte meine neue Einstellung testen. Oh, das klingt spannend. Was genau hast du gemacht? Ich bin wirklich sehr gespannt auf deine Lösung. Ich akzeptierte die Situation einfach so, wie sie war. Ich sagte mir innerlich, das ist völlig okay. Ich habe genug Zeit. Es ist überhaupt nicht schlimm, ein paar Minuten hier zu warten. Die Welt geht davon nicht unter. Niemand wird sterben, nur weil ich 5 Minuten länger im Supermarkt bin. Das ist wunderbar, Peter. Diese Akzeptanz ist so wichtig. Und wie hast du dich dabei gefühlt? Warst du entspannter? Ja, ich fühlte mich sofort viel, viel besser. Statt auf meine Uhr zu starren, schaute ich mich bewusst um. Ich beobachtete die anderen Menschen, ihre Gesichter, ihre Bewegungen. Ich lächelte eine Mutter mit einem kleinen Kind an. Das Kind lächelte zurück. Das war ein schöner Moment. Die Zeit verging plötzlich viel schneller, einfach weil ich nicht ständig nervös auf die Uhr schaute und die Sekunden zählte. Das ist eine fantastische Lektion für uns alle. Akzeptanz kann uns wirklich dabei helfen, geduldiger und zufriedener zu sein. Was hast du noch gelernt in den letzten Tagen? Ich lerne jeden Tag mehr, kleine Wartezeiten sinnvoll und positiv zu nutzen. Im Bus höre ich jetzt entspannende Musik oder interessante Podcasts. Manchmal denke ich einfach nur über meinen Tag nach, plane die nächsten Stunden oder erinnere mich an schöne Momente. Im Wartezimmer beim Arzt lese ich jetzt wirklich konzentriert ein gutes Buch, nicht nur oberflächlich. Das sind wirklich praktische und umsetzbare Tipps. Liebe Zuhörer, probiert diese Strategien auch aus. Nutzt Wartezeiten positiv und kreativ. Sie sind eine Chance, nicht eine Strafe. Adele, ich habe auch eine wichtige Wahrheit verstanden. Meine Ungeduld macht absolut alles nur noch schlimmer. Sie macht mich gestresst, nervös und unglücklich. Aber sie macht nichts, aber auch gar nichts schneller. Der Bus kommt nicht früher, nur weil ich nervös bin. Das Internet wird nicht schneller, nur weil ich wütend bin. Das ist so wahr und wichtig zu verstehen, Peter. Wir können viele Dinge im Leben einfach nicht kontrollieren oder ändern. Aber wir können immer unsere eigene Reaktion darauf kontrollieren. Das ist unsere Macht.
Genau das ist der Punkt. Ich arbeite jetzt jeden einzelnen Tag bewusst daran, geduldiger zu werden. Es ist nicht einfach, das gebe ich zu. Es ist harte Arbeit an mir selbst. Aber ich mache definitiv Fortschritte. Gestern zum Beispiel wartete ich fast 20 Minuten auf einen guten Freund. Wir hatten uns zum Kaffeetrinken verabredet. Und? Warst du ungeduldig und genervt von ihm? Am Anfang spürte ich, wie die alte Ungeduld in mir hochkam. Aber dann erinnerte ich mich sofort an meine neuen Prinzipien. Ich sagte mir, er kommt nur etwas später als geplant. Das ist okay. Vielleicht hatte er einen guten Grund. Ich atmete bewusst tief durch und blieb ruhig und entspannt. Ich nutzte die Zeit, um die Menschen um mich herum zu beobachten. Ich bin wirklich stolz auf dich, Peter. Das zeigt echten, messbaren Fortschritt. Du veränderst dich zum Positiven. Danke für deine Unterstützung, Adele. Ich weiß, ich habe noch einen langen, manchmal schwierigen Weg vor mir. Es wird gute und schlechte Tage geben, aber ich bin sehr optimistisch und hoffnungsvoll. Jeder neue Tag ist eine frische Chance, ein bisschen geduldiger und ein bisschen besser zu werden als gestern. Das ist eine wunderschöne und inspirierende Einstellung. Liebe Zuhörer, denkt immer daran, Geduld ist wie ein Muskel im Körper. Je mehr und öfter ihr sie trainiert und benutzt, desto stärker und kräftiger wird sie. Es braucht Zeit und Übung. Absolut richtig. Und wisst ihr, was das Beste ist? Seit ich bewusst geduldiger geworden bin, bin ich auch insgesamt viel glücklicher und zufriedener mit meinem Leben. Ich lache häufiger und herzlicher. Ich stresse mich viel weniger über Kleinigkeiten. Meine Lebensqualität hat sich enorm verbessert. Das ist so wunderbar zu hören, Peter. Habt ihr das alle gehört, liebe Zuhörer? Mehr Geduld kann euer ganzes Leben wirklich zum Besseren verändern. Es lohnt sich, daran zu arbeiten. Ich möchte euch alle heute wirklich ermutigen und motivieren. Wenn ihr auch mit Geduld kämpft und Schwierigkeiten habt, seid bitte nicht zu hart und streng zu euch selbst. Veränderung ist immer ein Prozess, kein Ereignis. Kleine Schritte sind wichtig und wertvoll, jeder kleine Fortschritt zählt. Genau so ist es. Schreibt uns unbedingt in die Kommentare, was ist eure persönlich größte Herausforderung mit Geduld? Wo fällt es euch am schwersten, geduldig zu bleiben? Wir würden wirklich sehr gerne von euren Erfahrungen hören und lesen. Und vergesst niemals, liebe Zuhörer, jede einzelne Wartesituation im Leben ist eine wertvolle Übung, eine echte Chance, besser und geduldiger zu werden. Nutzt diese Chancen, seht sie als Training, nicht als Problem. Das war heute wirklich eine tolle, ehrliche und inspirierende Unterhaltung, Peter. Vielen Dank, dass du so offen und ehrlich warst und deine persönlichen Erfahrungen und Kämpfe mit uns allen geteilt hast. Sehr gerne, Adele, und ein großes Dankeschön an alle, die uns heute zugehört haben. Ihr seid großartig. Vergesst bitte nicht, unseren Kanal Wow Spoken German zu abonnieren und die kleine Glocke zu aktivieren für Benachrichtigungen. Genau. Und übt fleißig eure Geduld, während ihr auf unser nächstes spannendes Video wartet. Bis ganz bald wieder hier bei Wow Spoken German. Tschüss zusammen, bleibt geduldig, bleibt positiv und bleibt gesund. Auf Wiedersehen. Wir freuen uns schon jetzt auf eure Kommentare und Nachrichten.